Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. So schaut's aus. Ja, Weihnachten ist immer so die Hochzeit im NHL, jedes Jahr auch so im NHL 26. Und jetzt mal hier der Weg dazu, wie ihr, wenn ihr NHL 26 zu Weihnachten bekommt oder eine Guthabenkarte bekommt, euch damit das Spiel kauft, wie ihr starten sollt. Los geht's, viel Spaß. Wir starten dazu auf einen komplett blanken Account. Aufnahmedatum ist der 13.12.2025. Gerade läuft der Grudge Match Event, aber auch zu Weihnachten läuft da ein anderer Event zwar, aber auch vom Prinzip her ist immer das gleiche. Also starten wir direkt rein. Das erste, was ihr machen müsst, ist euer Lieblingsteam auszuwählen. Da ist eigentlich prinzipiell egal, welches ihr nehmt. Es gibt keinen Vorteil, keinen Nachteil davon. Also random einfach das Lieblingsteam nehmen. Ich nehme jetzt hier für Anschauungszwecken einfach mal die Pittsburgh Penguins. Sehen wir dann nachher auch, was das für Auswirkungen hat. Sieht man dann gleich, der Hintergrund ist dann im jeweiligen Team gestaltet, in dem ihr euer Lieblingsteam ausgewählt habt, und es ist auch immer der nächste Gegner gefeatured. Also hier in dem Fall haben wir Pittsburgh genommen, der nächste Gegner sind die San Jose Sharks. Von dem her kommt dann hier immer wieder zwischendurch ein San Jose Sharks-Spieler. Starten wir aber rein ins Hockey Ultimate Team. Das erste, was ihr machen müsst, ist euren Teamnamen, eure Abkürzung vergeben. Wir nehmen jetzt hier einfach mal den Namen Junior Pants, Abkürzung ist dann JPN, und dann können wir unser Kapitänepack öffnen. Und da haben wir auch schon die erste Auswahl zu treffen, wir müssen unseren Kapitän wählen. Und da haben wir jetzt die Auswahl aus diesen 4 Kapitänskarten. Wenn man 6 Spieler aus der jeweiligen Conference zusammen hat, gibt es noch einen Fähigkeiten Boost um +5. Schauen wir mal, wir haben die Pittsburgh Penguins als Lieblingsteam genommen, also nehmen wir jetzt auch dementsprechend ein Eastern Conference Team und nehmen Oliver Björkstrand. Gibt noch direkt gleich eine Trophäe für Hauptevent. Aktuell auf der Grudge Match Event. Zu Weihnachten wird natürlich ein anderes Event laufen, aber das ist jetzt erstmal eigentlich zweitrangig. Wenn ihr den NHL 25 schon gespielt habt, dann bekommt ihr den Sofortzugang zum Auktionshaus. Also ihr könnt direkt kaufen, verkaufen. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, dann gibt es eine kurze Wartefrist, bis man dann auch Spieler tauschen und verkaufen kann und kaufen kann. Jetzt haben wir so ein komplettes Starter-Team. Wir haben automatisch unseren 85er Captain drin und eben ein paar Spieler von den Pittsburgh Penguins, in dem Fall mal Sidney Crosby, und eben Logo und Trikots, weil wir eben die Pittsburgh Penguins gewählt haben. Euer Lieblingsteam ist dann auch Logo und Trikot jeweils. Die Aufstellung am Anfang zugegeben recht mies, aber es soll uns erstmal zweitrangig sein. Wir spielen erstmal Sachen, wo man unsere eigenen Spieler, wenn man so will, gar nicht braucht. Denn das erste, was ich euch empfehlen kann zu spielen, ist der Wildcard-Modus. Da auch das wechseln wir ab, mal spielen wir 5 gegen 5, mal spielen wir 3 gegen 3. Wir draften jetzt einfach mal ein Team. Diese Woche eben 5 gegen 5. Wir haben schon Spieler vorgegeben, die könnt ihr mal jetzt einzeln draften, also einzeln auswählen. Muss hier aber an die Gehaltsobergrenze, die hier bei 139 Millionen liegt, kann man machen. Man könnte auch einfach mit Y bzw. mit Dreieck das Team komplett automatisch draften lassen. Das wollen wir jetzt hier auch mal machen, ist der einfachste Weg, um voranzukommen. Mit Start senden wir das Ganze ab und unser Team ist offiziell registriert. Jetzt würde ich hier direkt mit Spielen anfangen. Ich sage euch den Grund, warum und was ich hier machen würde. Und zwar geht ihr einfach auf Online-Spielen. Da auch der Unterschied, wenn man ein Online-Spiel gewinnt, kriegt man 1000 Punkte auf den Pfad für die Wildcard-Belohnungen. Wenn man das Spiel verliert, kriegt man 500 Punkte. Im Vergleich dazu, die meisten Punkte, wenn man offline gewinnt, sind 600 Punkte. Also selbst eine Niederlage online gibt fast so viel wie ein Sieg offline. Und wie gesagt, die Superstar-Schwierigkeit ist recht knackig, deswegen kann man es mit All-Star vergleichen. Also man bekommt bei der Niederlage online genauso viel wie über den Sieg bei All-Star. Und wie gesagt, ab und zu gewinnen wir doch ein Online-Spiel, gerade auch am Anfang. Zumal ja alle hier die gleichen Voraussetzungen haben. Das nehmen wir auch noch mit natürlich. Von dem her würde ich das erst versuchen, auf Online zu spielen, um dann eben da so schnell wie möglich durchzukommen. Auf dem Weg dorthin sammelt ihr insgesamt ein paar Coins, kriegen wir am Anfang, und ihr bekommt 21 Event Collectibles. Wie gesagt, aktuell sind wir bei Grudge Match. Was es dann Weihnachten ist, werden wir sehen, aber aktuell ist jede Woche das gleiche. Wir kriegen ja 21 von diesen Collectibles. Dann gehen wir in den Store rein, auch da immer jede Woche das gleiche. Wie gesagt, aktuell der Grudge Match Event, da gibt es jeden Tag um 23 Uhr 5 Collectibles gratis. Ganz hinten, kostet nichts, auch wenn wir noch keine Coins hätten, oder wir haben auch keine Coins, gibt es diese 5 Collectibles. Wenn ihr den Wildcard-Modus durch habt, habt ihr nicht nur die 21 Collectibles plus die täglichen Collectibles, die es gibt, sondern ihr müsst auch hier in diesen EP-Saison im XP-Pfad das ein oder andere Ziel, wenn nicht sogar alle, abgeschlossen haben. Heißt, ihr bekommt zu Weihnachten, da sind wir dann schon bei Woche 5, beziehungsweise sogar schon bei Woche 6, um die 190.000 XP-Punkte.
Was uns direkt hier in etwa auf Level 23, natürlich kriegen wir noch die XP-Punkte aus den Wildcard-Modus mit dazu, also roundabout müssten wir hier ungefähr bei Level 24 rauskommen, da haben wir dann Profis mit 83, wir haben natürlich jeden Tag die EP-Collectibles, auch zu denen komme ich noch gleich noch, wir haben die XP-Spielerwahl, die wir auch noch berücksichtigen müssen, ein paar 80er, 82er, da ist noch einiges, was euer Team auf jeden Fall besser macht, als das, was ihr aktuell zum Start im Lineup habt. Spieler im Lineup und wir haben ein paar von diesen XP Collectibles, die würde ich am Anfang rein in die EP Token Sets stecken. Als allererstes Set für 5 Collectibles gibt es einen Token, um eben die EP Spieler zu verbessern. Die EP Spieler fangen alle bei 84 an und sind dann eben mit diesen Tokens weiter upgradebar bis auf 89. Heißt, ihr müsst dann mit dem ganzen Zeug, das ihr über den EP-Part verdient, mit den ganzen Tokens und mit den Upgrades kommen auf ungefähr 86 bis 87er, was deutlich besser ist als die beste Karte, die wir aktuell im Lineup haben, wo eine 81er ist. Plus natürlich noch, was man sonst noch so mitnimmt, eben an Spielern 80er, 82er und vielleicht sogar ein 85er. Außerdem erhaltet ihr vom aktuellen Event einen Spieler mit 84 oder 85. Und allein mit dem ganzen Zeug wird das Team schon ganz anders aussehen als noch zu Beginn. Ohne dass wir überhaupt jemals ein Spiel mit diesem Team gemacht haben. Jetzt geht es dann um die erste Feinjustierung. Links schießende Spieler auf die rechte Seite, rechts schießende Spieler auf die linke Seite, sowohl bei Stürmern als auch bei Verteidigern. Auf alles andere wie etwaige Reihenkombinationen würde ich jetzt noch komplett außer Acht lassen. Wir haben erstmal andere Sachen zu spielen. Denn das erste, was wir spielen wollen, sind diese wöchentlichen Schlagzeilen. Das sind 5 Moments, die vom Schwierigkeitsgrad nicht wirklich groß sind. 7 Schüsse machen, 6 Pässe machen, 2 Assists spielen, also ein Tor schießen auf Halbprofi, 4 Checks machen, 2 Tore schießen, also nicht das Große, dass man es unbedingt, was große Schwierigkeiten bereiten sollte. Im gleichen Zug soll immer auch, wenn nicht schon geschehen, durch den Wildcard-Modus die Weekly Headlines abgeschlossen haben, wo es ebenfalls nochmal Packs gibt. Aber freut euch doch nicht so früh, ist in jedem Pack, in jedem Weekly Headliners Pack, sei es aus den Moments, also aus diesen Zielen, sind 3 Karten drin, meistens 75 bis 77. Im Weekly Headliners Pack gibt es dann insgesamt 2-mal Zonen, sind 4 Karten drin, auch da die Chance auf einen 80er eher geringer, aber es kann auch mal ein 80er drin sein. Nun ist es so, dass alle Karten im Spiel unter 79 komplett nutzlos sind. Deswegen kommen die hier in dieses Exchange-Set rein. Man tauscht 70er zu 75er, man tauscht 74er zu 76er oder 77er und 77er bzw. 76er und 77er eben zu 78er und 79er. Beim letzten Schritt muss man ein bisschen Acht geben. Wir tauschen die 78er ein, aber nicht die 79er. Denn die 79er gehen in die 82er Captain Sets. Da, wenn ihr genau wissen wollt, welche Karten ihr für welches Set eintauscht, schaut mein Video an, hänge ich euch unten mit dran. Wäre dann dieses, was tun mit den Karten und Collectibles. Weiter geht's dann mit den Team der Woche Moments. Auch da, das ist eine Sache, die würde ich absolut genauso wie die wie die wöchentlichen Schlagzeilen immer jede Woche machen würde. Auch die sollten nicht allzu schwer sein. Es gibt da Münzen zu verdienen und in den letzten beiden Moments sind 82er und ein 84er Team of the Week Spieler. Das Ziel ist kurz- und langfristig ungefähr 6 Stürmer und 4 Verteidiger vom Team of the Week in einem speziellen Lineup zu haben. Um das Ganze schnell hin und her zu switchen, würde ich mir eine spezielle Aufstellung dafür anlegen. Wir machen eine Aufstellung verwalten, neue Aufstellung und nennen das Ganze dann Team der Woche. Wie gesagt, das wird das ganze Jahr immer wieder brauchen, von dem her macht es da schon Sinn, durchaus ein spezielles Lineup haben, eben mit diesen Team of the Week Spielern. Und das Gute ist, man kann mit LT oder mit L2 da flexibel hin und her switchen zwischen dem normalen Lineup, mit dem man dann sonst die Spiele absolviert, und eben dem Team der Woche Aufstellung. Hat man dann die Team of the Week Moments abgeschlossen, wo man 2 Team of the Week Spieler kommt, hat man wahrscheinlich auch die 5 Sets abgeschlossen, heißt wir haben 3 Team of the Week Spieler jetzt in unserem Lineup. Ich zeige euch gleich noch auf einem anderen Account, wie das so eine Aufstellung aussehen könnte. Danach ist auf jeden Fall Zeit, eine Pokaljagd zu starten auf Rookie, dem einfachsten Schwierigkeitsgrad. Hier haben wir das Lineup etwas überspitzt ausgedrückt. Wir haben viele Team of the Week Spieler mit drin. Wir haben eben aktuell vom Grudge Match Event 3 Stürmer mit drin. Wir haben einen EP-Profi mit drin. Hier in meinem Fall schon auf 89 geupgradet. Und falls so Sachen kommen wie Shell Week oder die Game Breakers und man kann irgendwas umsonst da spielen, auch hier mit rein ins Lineup.
Und das Wichtige, warum man die Pokaljagd auf Rookies spielt, weil es einfach einfach ist, die Ziele abzuschließen, haben wir jetzt aktuell für ein Grudge-Match-Event für Woche 2. Man muss in jedem beliebiger Modus, auch das wird man schon nach und nach im Wildcard abschließen, aber gerade diese Sachen, wo es heißt, eben in Ranked, Hood-Champs oder Pokaljagd, kann man eben nur in Pokaljagd abschließen, gerade bei dem schlechten Liner, was man hat. Und eben hier zum Beispiel haben wir 15 Bullies gewinnen mit dem Grudge-Match-Spieler aktuell, also einen Grudge-Match-Spieler auf den Center stellen, muss man gucken, welche Ziele kommen. Normal sind die immer rechts gleich, 30 Aces, 20 Tore und insgesamt 25 Spiele abschließen. Auch das stackt, also wenn ich jetzt halt, 2 Spieler im Lineup habe, dann brauche ich nur die Hälfte. Wenn ich 3 Spieler im Lineup habe von diesem Event, brauche ich nur ein Drittel und so weiter. Da gibt es immer Collectibles zu spielen und am Schluss kriegt man auch immer einen, aktuell sind wir bei 86, kann dann am Weihnachten schon 87er sein, Spieler von diesem Event. Und ganz ehrlich, ein 87er Spieler im Gegensatz zu dem Starter-Team, das man noch hat, mit einem, wo der beste 81er war, ist schon ein enormer Unterschied. Ich habe vorhin von den Collectibles geredet. 21 gibt es im Wildcard, 5 kriegt man täglich, dazu mit den ganzen Zielen noch, hat man eigentlich noch 1-2 Tagen die Chance, hier schon sich den ersten Spieler zu bauen. Ich würde hier entweder empfehlen, für den 87er zu gehen, für 30 von diesen Collectibles, ist dann aber Account gebunden, kann man nicht mehr nachher in Sets eintauschen oder wer in irgendwelchen Events teilnehmen will oder die Karte, vorher die Karte, die er bekommt, im Nachhinein für irgendein Set wieder einzutauschen, da würde ich auf dieses untauschbare Set gehen, ist in dem Fall ein 86er, wie gesagt, kann an Weihnachten schon wieder anders ausschauen. Haben wir das dann alles abgeschlossen? Sowohl die Eventziele vom aktuellen Event als auch die Team of the Week Ziele. Die Team of the Week Ziele wiederholen sich jede Woche. Hat man jetzt nicht nur die Sachen, die man sich über den EP-Pfad erspielt hat. Wir haben den 86er vom Event mitbekommen oder 87er Event. Wir haben einen Haufen Collectibles, um uns nochmal einen Spieler zu basteln. Und wir haben die Team of the Week Ziele abgeschlossen, wo es auch nochmal Spieler gibt und ein Choice Pack von einem Team of the Week Spieler. Empfehlung, wer dann zum Moment vom Release von diesem Video bzw. zu Weihnachten der Beste ist, kommt auf meinem Kanal vorbei, schaut auf meinem Discord vorbei, da erfahrt ihr alles. Habt ihr das dann erledigt? Seid ihr soweit eigentlich um Startplatz dann im Online zu spielen? Auch da gibt es wieder Belohnungen. Danach muss man eben entscheiden, geht man auf Icons, geht man auf Heroes, geht man auf Rookies. Baut man sich einen höheren Captain. Die 88er Captains haben zum Beispiel 10 Fähigkeitenpunkte statt die 5 Fähigkeitenpunkte, die den 85er mitbringt. Investiert mal weiter ins Team of the Week. Auch da eventuell die Möglichkeit nachher wieder auf Star of the Month, was da nochmal ein bisschen bessere Karten sein sollten, zumindest in der Theorie. Also da auch gibt es dann viele Wege, wie man weitergehen kann, aber das war jetzt mal so der erste Weg. Wie startet man, wenn man das Spiel an Weihnachten bekommt und da anfängt? Ich hoffe, ihr hat so weitergeholfen. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Fest und dann, wenn Fragen sind, gerne hier rein in die Kommentare oder eben im Discord. Link findet ihr in der Beschreibung. Damit vielen Dank fürs Einschalten. Immer dann sauber bleiben. So schaut's aus. Merry Christmas. Ciao.